Meine Top 3 Aktien für den April. Die erste Aktie ist LVMH und befindet sich jetzt auch in der Nähe einer relevanten charttechnischen Zone, deswegen für mich ein guter Pick. LVMH teilt sich in 5 Segmente auf, nämlich in Wein und Spirituosen, Kleidung und Ledergut, dann Parfüm und Kosmetik, ja, Jewelry und Uhren und Retailing, in dem Fall zum Beispiel Sephora. Ja, also in diesen 5 Teilen operiert hier eben LVMH. Wir haben einen Börsenwert von knapp 400 Milliarden Euro und sind hier aus Frankreich. Schauen wir hier auf die Gesamtscores. Dividendenertrag 7 von 10 Punkten, Dividendenwachstum 8 von 10 und Gewinnwachstum ebenfalls 8 von 10. Hohe Gewinnstabilität, hohes Gewinnwachstum und das gleiche gilt auch für die Dividenden. Ein Kursgewinn in den letzten 5 Jahren konnten wir von 126,11% hinlegen und aktuell hat LVMA ca. 213.000 Mitarbeiter. Schauen wir auf die Gewinne, Cashflow und Dividenden und sehen hier eine wunderschöne stetige Steigerung in den letzten 20 Jahren des Cashflows hier in Gelb dargestellt. Es sind auch weitere Steigerungen des Cashflows hier prognostiziert. Das gleiche gilt für den Gewinn und die Dividende, die soll auch weiter stetig angehoben werden, eben im Rahmen hier dieses operativen Cashflows. Dann zu den Umsätzen und den Margen. Ja, LVMH natürlich in dem Konsumgüterbereich deutlich höhere Margen als jetzt ein klassisches Unternehmen. Haben hier eine operative Marge, ja, so zwischen 16, 18, 17%. Eine Nettomarge von 18%, 19% und eine operative Marge von knapp 27%. Und auch hier über den letzten 20 Jahren Tendenz eher steigend. Also auch das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Verschuldung am Gesamtvermögen zum Tilgungsgrad. Auch hier sehen wir, die zinsfreien Schulden, verzinsten Schulden sind auf jeden Fall hier völlig im Rahmen und die Tilgungskraft auf jeden Fall sehr gut. Die Schuldenquote verzinst liegt hier so zwischen, ja, immer so 25%, 27% mal 30%, aber auf jeden Fall alles im gesunden Rahmen. Dann zu den Aktienrückkaufen und Auswirkungen auf den Gewinn. Also hier haben wir auch stetige Aktienrückkäufe, zwar eher in einem kleinen Maßen, aber auf jeden Fall hier eine Prognose, die ja stetig bleibende Aktienanzahl hier andeuten. Genau. Schauen wir noch schnell auf den bereinigten Wert. Auch hier sehen wir, ja, ist leicht überbewertet im Moment. Laut dieser Prognostizierung hier vom Aktienfinder. Wir hätten jetzt hier Ende 2024 eine Fair Value Prognose von 800 Euro. Dann schauen wir uns noch den Gewinnfluss an. Also hier sehen wir auch die Bereiche. Wir sehen Fashion und Leather Goods auf jeden Fall der wichtigste Bereich von LVMH. Und danach dann eben hier Selective Retailing. Genau hier die Gewinnflow, also wir sehen, der Nettogewinn beträgt hier 17,61% des Gesamtumsatzes. Am meisten Betriebsaufwand haben wir hier mit Vertrieb, Marketing und Sonstiges. Und zuletzt konnte eben auch der Selective Retailing im Markt wieder sehr gut wachsen. In den letzten Quartalszahlen ist die Aktie erstmal 5% angesprungen, eben aufgrund der Wachstumszahlen, die wirklich sehr gut waren. Im Vergleich dazu hier Segmente Wein und Spirituosen. Da gibt es im Moment viele Probleme. Also es wird in letzter Zeit einfach nicht mehr so viel Wein etc. konsumiert und von dem her gibt es da im Moment eher Probleme. Auch hier nochmal eine schöne Aufteilung der Segmente und hier sehen wir eigentlich genau das Gleiche, dass hier der wichtigste Bereich auf jeden Fall Fashion and Leather Goods ist mit auch einer sehr hohen Marge. Retailing natürlich mit etwas geringerer Marge von nur 7,8% und sieht aber insgesamt sehr gut aus. Dann schauen wir hier nochmal auf die Regionenverteilung und können hier feststellen, Asien ohne Japan sehr hohen Umsatzanteil, ähnlich hoch wie in den USA, sogar noch etwas höher. Und auch da sehen wir ja, China ein sehr wichtiger Markt für LVMH, den es auch weiter als Wachstumsmarkt sieht, also nicht zu unterschätzen. Genau, dann schauen wir einmal schnell auf den Chart von LVMH. Also langfristig gesehen ist LVMH wirklich ein Top-Performer gewesen.
Wir sind jetzt hier im Wochenchart und sehen, hier ging es eigentlich wie am Schnürchen gezogen, nur weiter nach oben. Also eine Top-Aktie gewesen in den letzten Jahren. Ist natürlich die Frage, ob das in Zukunft auch so sein wird. Und deswegen schauen wir uns hier mal schnell in den Tageschart. Ich habe jetzt hier schon mal was eingezeichnet. Ich habe jetzt hier ein FIB-Level angesetzt von dem letzten Monthly Impuls und sehen jetzt hier, dass wir hier schon einen Trendbruch hatten im Tageschart und korrigieren jetzt eben hier seit ungefähr Februar wieder leicht nach unten. Meine Kaufzone, die ich mir jetzt hier eingezeichnet habe, wäre jetzt so um die 720 bis 750 Euro. Also da kann man sich LVMH auf jeden Fall nochmal ganz genau anschauen. Für mich auf jeden Fall eine richtig gute langfristige Wahl für ein Aktiendepot. Genau. Dann schauen wir jetzt direkt zur nächsten Aktie, nämlich Nike. Nike hat ja in letzter Zeit eher viele Probleme gehabt und ist auch sehr stark gesunken. Ja, was macht Nike? Ich denke, jeder kennt sie, also Kleidung, Schuhe, Sportequipment, solche Sachen. Wir haben einen Börsenwert von knapp 140 Milliarden Euro und sind in den USA ansässig. Auch hier relativ gute Scores. Hier Dividendenertrag, Dividendenstabilität, Wachstum, Gewinnstabilität, alles in Ordnung. Das Einzige, was hier sehr mau aussieht, ist der Kursgewinn in 5 Jahren. Der beträgt nämlich nur knappe 6%. Gewinne und Cashflow sowie Dividenden sehen eigentlich ganz gut aus. Wir sehen hier, dass der Markt leicht zyklisch ist mit dem operativen Cashflow hier, dass da immer mal wieder Einbrüche gab, aber auch hier schauen die Prognosen sehr gut aus. Das gleiche gilt eigentlich für die Margen, auch hier leicht zyklisch. Ja, ist jetzt in letzter Zeit eher wieder schwächer gewesen, die Marge soll aber in Zukunft wieder besser werden. Dann hier einmal den Verschuldungsgrad. Ja, hier mal ähnliche Schuldenquote, die verzinst ist, so um die 40-30%, ist aber noch okay, etwas schlechter wie bei LVMH. Und was natürlich hier an sich schon mal sehr schön ist, sind hier die ausstehenden Aktien, die sind wirklich kontinuierlich stetig gesunken, außer hier so im Corona-Bereich wurden mal neue ausgegeben, aber langfristig hier auf jeden Fall stark sinkende Aktienanzahl. Das ist für mich immer sehr schön zu sehen, wenn man hier weiter profitiert durch die Aktienrückkäufe. Hier sehen wir den bereinigten Gewinn. Eine Fair Value Prognose für Ende 2024 liegt so um die 114 US-Dollar. Im Moment haben wir so um die 100, auf dem wir uns befinden, also so leicht unterbewertet, laut diesem Cashflow-Modell. Dann zu den Gewinnflüssen. Ja, wir haben hier die Bereiche aufgelistet. Der wichtigste hier auf jeden Fall sind die Schuhe, also Footwear. Sehen hier auch die Marge ist deutlich niedriger im Vergleich zu LVMH. LVMH eben Luxus. Hier haben wir nur eine Nettomarge von 9,9%. Aber an sich auch ein gutes Bild hier. Dann sehen wir die Segmente hier nochmal deutlicher. Auf jeden Fall Footwear mit dem größten Umsatz und danach die normalen Kleidungen. Converse eher klein und Sportausrüstung ebenfalls eher zu vernachlässigen. Ja, in welchen Regionen teilt sich Nike auf? Den größten Umsatzanteil hat Nordamerika, dann kommt Europa, dann China und Asien-Pazifik. Also auf jeden Fall USA die wichtigste Basis sozusagen, das Heimvorteil für Nike. Genau, dann schauen wir noch schnell hier auf den Chart von Nike. Hat in den letzten 5 Jahren, wie wir schon gesehen haben, sehr stark gelitten und konnte sich auch überhaupt nicht gut mit dem Markt mitentwickeln. Sind jetzt hier schon seit 2021 November hier in der Korrektur, also jetzt bald 3 Jahre. Und wir haben jetzt hier wirklich nicht wirklich uns bewegt. Sind aber in einer relevanten Zone hier um das 78,6er, also hier um diese Linie rum. Haben aber hier noch 3 Gaps offen, also Gap 1, Gap 2, Gap 3. Für mich im Moment noch kein Kaufkandidat. Ich würde hier frühestens reinfassen, so über diesen 105, 106 US-Dollar. Also davor für mich Nike im Moment kein Kauf. Man hat auch jetzt gesagt, dass es in diesem Jahr noch nicht so gut laufen soll. Genau, hat jetzt auch einen neuen Deal abgeschlossen mit dem DFB, dass man jetzt da eben die Trikots stellt. Aber für mich im Moment jetzt nicht super duper interessant, akut. Also würde ich erstmal noch eine Stabilisierung auf jeden Fall abwarten. Genau, dann schauen wir nochmal auf die nächste Aktie und zwar auf 3M.
3M, auch viele Klagen am Hals, viele Probleme in letzter Zeit, aber eben aufgrund dieses starken Kursverlustes im Moment ebenfalls interessant wie Nike. Ja, was macht man? Ja, man stellt Industrial Safety und Graphics, Healthcare, Electronics und Energy Produkte her. Also zum Beispiel Ohrstöpsel für die US Army. Schauen wir auf den Dividendenertrag, Gewinnwachstum, Gewinnwachstum. Hier sehen wir einen Gesamtscore von 7 von 10, 5 von 10 und 4 von 10. Gewinnwachstum ist das größte Problem von 3M, weil man wächst kaum mehr, beziehungsweise nur noch sehr schwach. Sieht man auch hier im Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre, nämlich nur 0,91%, also natürlich sehr, sehr schwach. Außerdem haben wir hier sehr stark korrigiert, also minus 50% in den letzten 5 Jahren und haben jetzt nur noch einen Börsenwert von 48 Milliarden Euro. Also das auch relativ schwach. Hier die Gewinne und die Cashflows, die waren eigentlich in den letzten Jahren immer sehr stetig und sind immer leicht angestiegen. Aber so seit 2020 hat man hier auf jeden Fall Probleme, den Cashflow weiter zu steigern. Der war nämlich sogar jetzt eher sinkend, soll aber jetzt wieder langsam zurück auf alte Niveaus kommen. Ja, Umsatz und Marge, ja, seit 20 Jahren stetig, also da jetzt keine große Steigerung. In letzter Zeit sogar wieder etwas schwächer geworden. Dann hier, ja, Schuldenquote verzinst 20%. Die Schuldenquote an sich, ja, eher hoch. Also würde ich mich eher zurückhalten im Moment, weil ja diese Klagen noch ausstehen. Genau, dann die Aktienrückkäufe hier in schwarz dargestellt. Auch hier stetige Aktienrückkäufe stattgefunden. Sieht sehr gut aus. Gefällt mir immer sehr gut. Dann auch den fairen Wert, wir notieren hier deutlich unter dem fairen Wert, also sind stark unterbewertet, 40% unterbewertet laut dem Aktienfinder. Also sieht wirklich hier sehr gut aus und könnte natürlich eine sehr gute Chance darstellen. Dann gucken wir schnell hier auf den Gewinnfluss und auf die Segmente. Wir sehen hier, ja, Safety und Industrial ist der wichtigste, danach Transportation und Electronics und sehen hier eben diesen minimalen Nettogewinn, der im Moment sogar negativ ist, also bei minus 21,4% liegt. Also sehr geringe Margen, schwieriges Business im Moment. Ja, genau, hier sehen wir auch nochmal die Segmente, also der wichtigste auf jeden Fall Safety Industrial und ja, man hat jetzt hier auch den einen Part abgespalten, deswegen sehen wir jetzt hier auch, dass dass es nur noch 4 Segmente gibt, weil da eben hier eine Abspaltung stattgefunden hat. Und die Regionen gucken wir uns noch an, hier auch USA der wichtigste, ähnlich wie bei Nike, danach Europa und danach Asia Pacific. Also sehr USA und Europa lastig auf jeden Fall. Dann schauen wir auch hier noch auf den Chart von 3M. Haben wir ja schon gesehen, also 3M sehr gebeutelt in den letzten Jahren und ist sehr stark korrigiert. Deswegen gucken wir uns jetzt hier als erstes mal wirklich ganz langfristig den Monatschart an und sehen, dass 3M jetzt hier im Moment eigentlich in so einer wirklich wichtigen und sehr extrem starken Zone hier ist. Also die geht hier eigentlich so von, ja, sagen wir mal so von 70 US-Dollar bis hier hoch auf 84 US-Dollar. In der Zone sich jetzt eben die Aktie auch langsam versucht hochzukämpfen. Kurzfristig würde ich hier vielleicht die erste Tranche, wenn man wirklich 3M kaufen möchte, hier über diese 95 US-Dollar setzen. Also dann wäre auf jeden Fall hier mit dieser SKS-Struktur, ISKS-Struktur, der Abwärtstrend erstmal hier aufgehalten und eine Bodenbildung abgeschlossen. Aber man muss auch klar sagen, hier ist der Monatstrend gebrochen worden, hier mit diesem Break unter diesen 96 US-Dollar und von dem her nur ganz, ganz lange haltenswert. Also im 3-Monats-Chart ist man da auf jeden Fall noch tendenziell aufwärts, aber das ist natürlich eine extrem lange Haltensspanne und kann natürlich sein, dass wir hier nie mehr die alten Kurse sehen. Haben aber im Moment auch einen Dividenden-Yield von 6,5%, also das ist natürlich sehr interessant. Aber ob die dann eben auch gehalten werden kann, das ist eben die Frage. Das sehen wir nämlich hier auch bei der Payout Ratio. Die ist deutlich im Minus. Also man kann die jetzt gerade gar nicht von dem Cashflow tragen. Deswegen eher schwierig. Für mich wirklich nur als ganz langfristiger Play jetzt hier interessant über diesen 96, aber wächst mir im Moment deutlich zu langsam.
und bleibt bei mir jetzt vorerst mal auf der Watchlist. Ja, das war meine Top-Dividendenaktien bzw. Top-Aktien im April. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu der aktuellen Marktsituation, dann schaut ihr doch mein altes Video an von Mittwoch. Da gehe ich auf das aktuelle Marktumfeld ein, wie es ausschaut im S&P 500, im Nasdaq, im DAX und so weiter, wie weit wir da korrigieren, weil ja in letzter Zeit die Aktienmärkte doch sehr stark gefallen sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann folgt mir doch, abonniert gerne meinen Channel, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Ciao.